Ich hoffe, ihr habt alles verstanden, was Mario der Crew gesagt hat, euch zu sagen. Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute am Sonntag zu unserem wunderbaren Sky High Vielflieger Talk mit Mario Hoffmeister. Andere Seite, ich verwechsel das immer. Und mit meiner Wenigkeit. Wir werden die Themen der Woche nochmal aufdröseln, besprechen und Mario wird uns seine weisen Worte als Armchair CEO geben. Deshalb sitzt er auch jetzt da in seiner Dacia. Kann man das eigentlich sagen? Im Westen haben wir eine Dacia? So. Nee, eigentlich nicht, ne? Nee, da wäre es ein Schrebergarten, ja, aber den habe ich nicht. Dann belassen wir es doch bei Dacia. Ja. oder wie man so schön sagt, Datsche. Die Datsche. Ja, ich bin hier nach wie vor auf meinem Golfplatz. Auf deinem Golfplatz. Ja gut, wenn man Platz hat, ist im Sommer natürlich Hauptsaison. Haben wir heute Zeitprobleme? Absolut. Musst du nur Geburtstag, musst du grillen? Hast du irgendwelche anderen Sorgen, Ängste oder Nöte oder sind wir jetzt relativ frei in der Gestaltung? Ja, also Sorgen, Ängste, Nöte habe ich eine Menge, aber das wäre dann der Psychokanal. Das kommt danach dann. Also insofern sind wir heute nicht im Zeitdruck. Wunderbar. Dann können wir auch direkt mit dem ersten Thema anfangen und zwar mit den Freunden von Aero Telegraph. Die haben mal im Gegensatz zu den Freunden von, ich habe jetzt den Namen wieder vergessen, Skytrax. Skydrex. Ja, Skydreck. Haben die mal die beliebtesten Airlines 2023 durchgearbeitet und wenn man das Ganze vergleicht, da gibt es doch durchaus Unterschiede. Singapore Airlines ist bei Skytrax Nummer 1, hier nur Nummer 3, da hat Emirates gewonnen. Man muss natürlich auch in Conclusio ziehen, dass dort natürlich die Messmethode etwas anders ist und ist die ehrlicher in deinen Augen als das, was die bei Skytrax machen? Skytrax. Naja, wir wissen ja, dass Skytrax es hauptsächlich um Monetäres geht. Insofern scheint mir die von Aero Telegraph etwas transparenter zu sein, wobei mich so das ein oder andere Ergebnis da durchaus überrascht. Und dass Singapur jetzt auf 3 ist statt auf 1. Nun ja, gut, die ersten 3, die Unterschiede sind ja doch oftmals marginal. Emirates an 1, du kennst die Fluglinie ja ganz gut, das ist sicherlich nicht völlig unverdient. Mich wundert eher so der Platz 5 mit Eurowings und Iberia, aber ja, bei Eurowings sind wahrscheinlich viele befragt worden, die in ihrem Leben zum ersten Mal geflogen sind und die haben gesagt, ja, es war alles toll, wir sind angekommen. Ich weiß es nicht. Also dass Ryanair auf Platz 16 zusammen mit Air Canada, ITA 23, nun ja, und unsere Freunde der Lufthansa ebenfalls auf 23. Das halte ich für nicht ganz unrealistisch, oder? Ja, also ich muss der Ehrlichkeit halber sagen, ich finde Air Asia oder Air Asia an der 2 auch etwas verwunderlich, da das ja auch ein Low-Cost-Carrier ist, wie der sich dazwischen schieben konnte oder mogeln konnte.
weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht, weil die Service Quality ist bei 0,31 im Vergleich zu 0,66 und 0,61 und das ist ja das, worum es eigentlich geht, um die Ja, Qualität der Dienstleistung. Ähm, und dann die Expedience Score mit 88, also ja, 2021 Sechster, dann letztes Jahr Zweiter, dieses Jahr Zweiter behalten. Krasser, krasser Sprech. Ja, aber du hast ja genug zu gesagt. Da haben wir jetzt wirklich ein anderes Thema noch und das müssen wir ja auch bespielen. Virgin Atlantic, Frittenfett. Mehr sage ich nicht. ja, fand ich lustig. Wir hatten das Thema ja schon mal mit den nachhaltigen Treibstoffen. Und da erzählte ich ja, dass in meiner Heimatstadt die Stadtbusse auch mal quasi mit Frittenfett gefahren sind. Und ja, man an jeder Bushaltestelle dachte, wenn der Bus abgefahren ist, eine Portion Pommes wäre jetzt was Schönes. Äh, Man kann es ja mal ausprobieren, wenn die Triebwerke da nicht, ja, weiß ich nicht, völlig mit dem kalten Fett dann zuharzen und das funktioniert alles, dann, ja, dann haben zumindest die Zugvögel irgendwie Bock auf Pommes. Ich weiß es nicht. Auf so einem Flughafen ist man ja relativ weit weg von der Startbahn. Man wird es ja wahrscheinlich dann im Terminal nicht riechen, aber wenn es dann funktioniert, aber du hast es ja gesagt, man will ja erstmal eine Richtung damit fliegen und dann zurück wieder mit normalem Kerosin. Ich bin gespannt. Also warum nicht? Das Problem ist nur auch von dem Salatöl oder welches Öl man auch immer dort nimmt, wird man natürlich weltweit auch nicht genug haben. Wenn dann alle landwirtschaftlichen Betriebe zu gigantischen Monokulturen verkommen, um nachhaltigen Treibstoff zu produzieren, dann ist das am Ende ja auch nicht nachhaltig. Muss man ja mal ganz ehrlich so sehen. Ne? Ja, auch wenn man jetzt zum Beispiel sich anguckt, dass in Spielberg die Formel 1, und das wurde in dem Kanalmitglieder-Chat gepostet, die Privatjets so viel CO2 verursachen wie 116 Zugreisende. Das hat Greenpeace ausgerechnet, also 116.000. Hm. Und die Frage ist natürlich, wie viele Hunderttausende in den Privatjets angereist sind, damit man mal die Zahl vergleicht. Deshalb finde ich das so ein bisschen, das hinkt. Ja, Aber grundsätzlich ist das natürlich so, Aviation verursacht. CO2 ist jetzt nicht unbedingt so, dass man sagt, dass das hübsch ist. So eine nee, Citation 1 zieht ja zwischen 100 und 200 Gallonen pro ja gut, Stunde. also Das ist ja, halt. also ich meine, die Berechnung von Greenpeace, da bin ich natürlich immer vorsichtig. Die sind natürlich auch nicht immer sehr zwingend objektiv, aber gut, gut. Insgesamt gesehen macht die Luftfahrt, aber ja, haben wir ja auch schon tausendmal drüber gesprochen, ja relativ wenig im Grunde aus. Und naja, Privatfliegerei, ja, kann man lange drüber diskutieren. Hat sicherlich seinen Sinn, hat oftmals seinen Sinn nicht. Schwierig. Ja, es ist schwierig und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass die Luftfahrt intrinsisch daran interessiert ist, alleine günstiger zu werden, weil man immer wieder die neuesten Flugzeuge kauft. Das haben wir ja in Paris und so So weiter ist es. gesehen, dass da Flugzeuge gekauft worden sind. Und wenn man ein Flugzeug wie den A380er hat, und das ist jetzt wieder ein Übergang, der richtig geil war, Ah, Qatar ja. Airways möchte die 380er länger behalten und das nicht unbedingt, weil sie sagen, wir finden das Flugzeug so geil. Im Gegenteil, sie finden es richtig ungeil. Aber sie sind gezwungen, weil sie keine anderen Flugzeuge haben, weil einige sind ja noch beim Lackierermeister. Und Ja, dann kam aber noch die Nachricht, noch einige Jahre zu nutzen. Also einige Jahre ist für mich vom Zeitraum her so 2, 3 Jahre und etwas mehr. Also nicht irgendwie so, nächstes Jahr ist Schluss mit lustig. nee, ich denke auch. Also bei einigen Jahren denke ich bei einer Fluggesellschaft eher schon fast eine Dekade, ne? Also so knapp 10 Jahre. Denn
Ansonsten, ja, weiß ich nicht, macht das natürlich auch wenig Sinn, außer man hätte natürlich entsprechende Ersatzflugzeuge. Aber du hast es ja schon gesagt, man bekommt die A350 nicht, beziehungsweise die, die man hat, die haben ja noch ein paar Lackschäden. Und wir wissen ja auch von den, ja, vom interessanten Verhältnis, um es mal diplomatisch auszudrücken, von Katar und Airbus und auch alternative Flugzeuge wie vielleicht die 777X, die ist noch nicht mal verfügbar. Also bleibt da natürlich auch gar nichts anderes übrig, als den A380 zu nutzen. Ich glaube gar nicht, dass man damit so schlecht fährt. Ich glaube, das ist mittlerweile auch so ein bisschen Folklore, über den A380 zu schimpfen. Wenn es dann wirklich so furchtbar wäre, dann würde man ihn tatsächlich gar nicht mehr starten lassen. Und wir sehen es ja bei der Lufthansa. Auch da hat man aus der Not eine Tugend gemacht. Und ich glaube, im Moment sind die Flüge mit dem A380 ja auch durchaus sehr beliebt. Aber es mag sich schnell ändern, wenn andere alternative Muster in größeren Stückzahlen schnell zur Verfügung stehen, dass man eventuell dann doch relativ schnell aus dem A380er aussteigt. Warten wir es ab. Dann haben wir noch einen A380er Neubetreiber, der mag das Thema ja anscheinend relativ ernst. Das habe ich jetzt mal vorgezogen, weil Ja, es auch thematisch passte. Global Air, der hat sich jetzt bis zu 4, also einer war ja irgendwie schon angezahlt zumindest, und hat ja, sich dann noch 3 weitere Maschinen besorgt. Gerüchtemäßig will man ja auch ab Frankfurt fliegen. tja, Was ist bei dem kaputt? also ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich meine, ich finde es ja wunderbar, auch wenn man im Geschäftsleben mal Risiken eingeht, no risk, no fun. Aber ich halte das für sportlich. Also 4 A380 wieder auf Vordermann zu bringen. Und wir wissen ja, wenn die da im Langzeit Deep Storage gestanden haben, was das erstmal an Zeit und auch vor allen Dingen an Geld kostet, die Dinger wieder flugtauglich zu machen. Und bei 4 Flugzeugen braucht man ja auch schon eine enorme Anzahl an Flugkapitänen beziehungsweise an Piloten und auch natürlich an entsprechendem Personal. Ich weiß gar nicht, wo man die ganzen A380-Piloten so ohne weiteres herbekommen kann. Und ja, ich bin da sehr gespannt. Aber wenn man da einen Markt sieht und wir mögen uns vielleicht täuschen, vielleicht wird das einschlagen wie eine Bombe. Aber ja, ein bisschen fehlt mir ehrlicherweise der Glaube daran. Ich finde viel spannender an der Geschichte ist auch, ob das Interior von Singapore Airlines von vorgefühlten 30 Jahren eingesetzt wird, wie bei Highfly. Und ob da jetzt eine neue Geschichte reinkommt. Als ich damals mit Ricaro Ja, gesprochen habe, Ricaro, und dem ja, Gaming Chair und Microsoft, da wurde gesagt, naja, also hinter vorgehaltener Hand. Wir sind nicht im Gespräch. Wir wissen gar nicht, warum wir da in dieser komischen Geschichte vorkommen. Also das war alles auch sehr unrund, um es mal so zu formulieren, aus Sicht der Recaro. Also deshalb bin ich mal gespannt, was daraus kommen wird und inwieweit es da dann Realisierung gibt tja. für das Ganze. Deshalb. Ja, ich meine, die sind ja nicht alle von Singapore Airlines, die A380, soweit ich weiß, ne? Waren die 2 Highfly und dann noch, Ja, wo sollen die anderen hergekommen sein? weiß ich nicht. Sind die alle? Ja. Also gut. Ich meine ja, aber Ansonsten, ich kann es ehrlichweise auch nicht sagen. ja, I wouldn't also put my gut, hand in the fire. ja, da hat man zumindest eine einheitliche Business Class, ja. Mehr breit als lang. So ist es. Gut, dann haben wir noch ein Thema und zwar, das nennt sich Express Cleaning von British Herrlich, Airways. Geil, oder? herrlich. Das fand ich sehr schön. Vor allen Dingen die Bemerkung, es werden größere Gegenstände entfernt. Da würde ich gerne eine Definition von größeren Gegenständen.
Gut, wenn du auf dem Gang liegen sie wahrscheinlich wohl noch entfernen, aber bei mir würden sie mich da eventuell liegen lassen, weil ich kein größerer Gegenstand bin. Also herrlich. Also die Definition ist echt großartig. Auch was man angeblich schon gemacht hat und jetzt nicht mehr macht mit Airfresh und was sauer machen. Ich kann verstehen, dass man Geld und Zeit sparen will, aber so ein peckiges Flugzeug mit einer peckigen Toilette, also ist jetzt auch nicht zwingend das Reise- und Passagiererlebnis. Also da müssen wir jetzt noch mal kurz durchstarten. Und zwar, das neue Express-Cleaning ist bei Stoßzeiten, wird das angewendet. Das heißt also, Papierkörbe in den Toiletten werden geleert, Verbrauchsmaterialien aufgefüllt, Mülleimer in der Bordküche werden geleert, große Gegenstände werden vom Boden aufgehoben, Zeitungen oder Chipstüten, die reden nicht von Fettflecken. Ja, Müll soll aus den Sitztaschen entfernt werden, die Sitze werden auf das Vorhandensein der Sicherheitskarten kontrolliert. So. na, das ist ja ohnehin eine Vorschrift, ne? Ja, aber das muss die Crew machen. Das heißt, das macht das Ja, Cleaning-Personal nicht. Und die werden ja wohl ja, kaum da anfangen, die Chippestüten und so Quatsch da rauszuzubbeln. ne, Und also wenn wir uns erinnern, vor 2 Jahren um diese Zeit, wie die uns erklärt haben, dass das ein OP-Hort ist, wo man wirklich von Sitz essen kann, vom überall essen kann, keine Bakterien, Covid ist tot, keiner kann da überleben. Also ich verstehe es einfach nicht. Also jetzt auf einmal ist das alles kein Problem mehr, dass er, ja, Dreck ist. Und wir kennen ja alle die Bilder aus Flugzeugen, gerade aus Amerika, wo ja irgendwie da die Reste von den letzten 80 gefühlten Jahren neben dem ja, Sitz schlummern. ja, ja. Leicht Also, ekelhaft mit den Wollmäuse ja. oder wie das heißt. Und wenn man da ein paar Wanderameisen reinbringen würde in so einen Flieger, die könnten da wahrscheinlich die nächsten 30 Jahre von existieren. Aber ja, völlig richtig. Und wir erinnern uns auch noch zu Covid-Zeiten. Bei manchen Fluggesellschaften ist man noch dann zwischen den Flügen sogar mit, ja, weiß ich nicht, mit so Pumpflaschen und man hat so einen feinen Staubnebel aus so einem, ja, weiß ich nicht, aus so einer Art, wie nennt man sowas, wie so ein Insektenvernichter über die Sitze, damit das auch ja alles ganz rein ist. Und jetzt, ja, jetzt ist es mehr so ein bisschen basic, würde ich sagen, ne? Ja, man geht jetzt wieder zu dem zurück, was es vorher war und es war Genau. vorher einfach auch schon ekelhaft. Also ich habe jetzt auf Flügen, auf meinen Ja, Tischen und so weiter, habe ich auch Kaffeereste gehabt und alles. Also es ist jetzt nicht so, dass das der Hort der Sauberkeit ist. Das muss man der Ehrlichkeit halber ne. sagen. Das ist so. Also noch ein Tipp von uns beiden: Geht niemals barfuß oder auf Strümpfen durch 'n Flieger und schon gar nicht in die Lavatories. Alleine, dass du das sagst, ist ekelhaft. Finde Das ich macht auch. man nicht. Jetzt, Also, wo du's sagst. also normalerweise, das war der Moment, wo meine Mutter zu mir sagte, jetzt musst du den Mund mit Seife auswaschen. Ja, genau. Das ist an Ekelhaftigkeit nicht zu überbieten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht, wie Leute barfuß da durch die Gegend gehen. Vor allem, du kriegst ja alleine vom Gucken schon Fußpilz bis zum Hals und andere Dinge. Ja, Also das ist ist, so. ja, Aber es gibt eigentlich nichts, was ich in einem Flieger nicht schon erlebt hätte. Insofern unfassbar, ja. da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Ich habe Ja, etwas Angst natürlich. vor der Antwort. Ich habe echt Angst und ich mache das, wie meine Mutter immer gesagt hat, stelle nur die Fragen, wo du die Antwort auch verkraften kannst. Das ist sehr weise, sehr weise. Also dann gehen wir lieber zum nächsten Thema über. Ja, das ist das BGH-Urteil. Lufthansa muss Tickets zum Wunschdatum umbuchen, wenn es eine Annullierung gegeben hat des Fluges. Und interessanterweise haben die Gerichte das ja alles bis zum BGH negiert, aber das BGH oder der BGH hat gesagt, nee, 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 wenn Platz ist, muss der Flug möglich gemacht werden. Ja, dafür kann ich den Kollegen Matthias Böse, Dr. Matthias Böse, ja nur feiern, dass er das bis zum BGH gebracht hat und dass das auch so ausgegangen ist. Ich denke mal, für die Rechte der Passagiere ist das ein relativ wegweisendes Urteil. Und
im Grunde, ja, weiß ich nicht, vom gesunden Menschenverstand, wobei das ja wenig mit Juristerei zu tun hat, vom gesunden Menschenverstand ist das ja auch mehr als nachvollziehbar. Aber es ist halt bedauerlich, dass man da bis zum Bundesgerichtshof hat mitgehen müssen. Anders ging es ja nicht, weil die Leute davor haben es halt nicht Ja, verstanden, worum es ging. Und ja, manchmal hat man ja auch sehr große Irritationen, wenn man Fluggesellschaften hat, die dann in irgendeiner Art und Weise einem erklären, wie das Leben funktioniert. Und das ist dann ganz weit weg von der Realität. Also das ist immer etwas schwierig. Deshalb, also würde ich auch da, so sehen. Also ich, da ich finde es wunderbar. Sind ja sicherlich auch viele von unseren Zuschauern schon in dieser Bredouille gewesen, dass insbesondere auch während der Corona-Zeit, aber auch danach Flüge annulliert werden. Und ich finde, wenn man eigentlich fliegen will und der Flug wird annulliert, ja, weiß ich nicht, dass man sich dann sozusagen weiterhin von den Fluggesellschaften abhängig machen muss, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung und so lassen wir das Ganze stehen. An dieser Stelle könnt ihr natürlich wie immer den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like dalassen, aber auch ganz, ganz wichtig, kommentieren und Kanalmitgliedschaft. Macht es so wie andere Mitglieder, wie zum Beispiel Frank oder aber dann Frau Ahlert. Werdet Mitglied oder wie Matthias Blank und bekommt eine, bei mir ist es eine Sonne, aber es ist ja dieses FQT-TV-Zeichen und je nachdem, wie lange man da ist, kriegt man ja auch noch eine VIP-Flaggenfarbe gespendet. Und ich kann Business Class nur wärmstens empfehlen. Ja, wärmstens empfehlen kann Airbus auch den Airbus A221. Da fragt sich natürlich der geneigte Zuschauer, was ist das für eine Bude? Wollen Sie uns Tja, aufklären, Herr Hoffmeister? es ist, ja, es ist eigentlich ein A220-500, äh, den man jetzt intern dort in A221 umbenannt hat. Warum? Ja, bei den etwas größeren Mustern, bei der A320er Serie haben wir ja auch ein A318, A319, A320, A321. Hat eine gewisse Logik, würde ich sagen, wenn man einen größeren Flieger dann auch sozusagen mit einer höheren Ordnungsnummer versieht. Oder würdest du das anders sehen? Nein, dann hätte man auch am Anfang direkt sagen können, dass der eine der 220er ist und der andere ist der 219er, also der 300er, Entschuldigung, Ja, der 100er und dann der 300er. Das ist jetzt ein bisschen inkonsequent und wenn man dann weitergeht, natürlich müsste man dann die Version, die dann damals auch angedacht war, noch mal länger, wäre dann nicht der 900, sondern das wäre dann quasi der A222. Ich weiß aber nicht, ob 222 in irgendeinem Kulturkreis hm. teuflisch ist oder eine andere Bedeutung hat. Solange es nicht der A666 ist, dürfte es wahrscheinlich gehen, aber ich weiß es jetzt auch nicht, ob wir dreimal die zwei irgendwo etwas schwieriger wäre. Ich weiß es nicht. Ich kann Aber das mal gut, kurz googeln. liegt, ja, google das mal. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass als aus den Fliegern die A220er geworden ist, die hießen ja früher auch anders. Und vielleicht hat man da am Anfang einfach nicht dran gedacht, dass man ja auch die verschiedenen Flugzeugmuster dann ja vielleicht mit A219 oder A220, 221 benennen müsste. Also ich weiß es nicht. Ich hätte das mit dem Google nicht machen sollen, weil die Ach so, Antwort kann einen irritieren. Ich zitiere, verstehe. Zitat Anfang. Die Engelszahl 222 erinnert uns daran, dass sich alles nach den Kräften richtet, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wenn du dieser Zahl Oh, okay. begegnest, vertraue darauf, dass die Energie zu deinen Gunsten wirkt und deine Geduld schließlich belohnt wird. Die Zahl 222 könnte auch symbolisieren, dass du zwischen zwei Menschen stehst und dir unsicher bist, welcher Mensch zu dir passt.
Der Rat der Engel. Ich möchte ehrlicherweise jetzt nicht weiter klicken auf die Links, weil ich möchte mir meine Google-Suche nicht versauen mit so einem Quatsch. Nein, natürlich nicht. Sonst kriege ich Ja, wieder gut, merkwürdige Werbung. Das wollen wir alle nicht. aber es passt ja dann so ein bisschen. Ne? Man ist dann, begibt sich in die Hände von ganz anderen. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, wenn man sich zwischen zwei entscheiden muss, sollte man immer mich nehmen. Er saß auf dem Mittelsitz und er konnte sich nicht entscheiden, Genau, in welche Richtung er sich lehnt. so ungefähr. Ach ja, unglaubliche Szenen, die sich hier wieder ergeben. So, Austrian Airlines. Alle Ja, Neos sind da. das ist doch Was? schön, oder? Und Ja, alle in Wien. ja, ja gut, macht bei der Auer ja Sinn, dass sie in Wien stationiert Ja, sind. Haben wir da irgendeine emotionale Bindung oder sagen wir es einfach nur geil, dass die endlich mal neue Flugzeuge kriegen, damit die verbrauchsmäßig auch mal auf dem Stand der Dinge sind und Geld verdienen können? ich wollte es gerade sagen. Wobei, ich glaube, die Auer hat ja da noch ganz andere Probleme bei ihren Langstreckenflugzeugen. Die sind ja nur noch viel älter, ne? Aber damit ist ein Anfang gemacht. Für die Kurz- und Mittelstrecke hat man, denke ich, sehr zukunftsfähige Flugzeuge jetzt. Und ja, damit endlich Austrian auch mal wieder ein bisschen Geld verdienen kann. Und vor allen Dingen auch ökologisch sparsam durch die Gegend fliegen kann. Ökologisch sparsam ist auch die KLM. Die KLM hat ja Ja, auch neue Sitze in ihren 777. Und da wollen wir doch die Frage stellen, ist dir das auch aufgefallen? Allegris hast du nicht gesehen, ne? Herr Hoffmeister? naja, also nicht live, aber sonst habe ich natürlich alles. Hm. Ja, hallo? Ja, ich höre laut und klar wieder. Hallo, hallo? Ja, ja. Nein, und zwar die Frage Ja, dahingehend, ja, natürlich, ähm, die Allegris habe ich gesehen und ja, aber wenn du jetzt den Sitz vergleichst und ich mal den Sitz hier reinziehe, da siehst du ja, dass die Wand weit höher ist als die Kopfstütze. Und wenn man bei der Allegris guckt, dann ja, ist das Gefühl, dass die Wand, die an der Seite ist, ja quasi gar nicht über den Kopf, also jetzt nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Leuten, unterhalb der Kopfstütze sich ja, endend zeigt. Dann die korrekt. Tür mit diesem Lederlappen und ich weiß jetzt nicht, was es ist, Kevlar oder irgendein anderer Plastik, Ja, da ganz dünn und leicht ist und die Lufthansa sich halt weigert, das einzubauen, weil sie sagen 15 Kilo für eine Tür. Ich meine, die Tür wiegt niemals 15 Kilo. nee. Also finde ich auch. Die Tür ist, du hast es ja auch beschrieben, sehr dünn. Aber es reicht ja auch. Da soll ja auch keiner gegentreten und die soll ja auch nicht vor Einbrechern schützen. Die soll ja lediglich ein optischer Schutz sein. Und ich glaube auch nicht, dass die 15 Kilo wiegt. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und ich halte das für, ja, ich weiß nicht, ich finde den Sitz gut. Und ich finde das auch mit der Abtrennung wunderbar. Also insofern alles richtig gemacht. Und im Gegensatz zu dir finde ich sogar die optische oder farbliche Anmutung gar nicht so schlecht. Also ist natürlich immer Geschmackssache. Richtig, es gibt ja nur zwei Geschmäcker, meinen und den schlechten. Ähm, Äh, insofern, sicher, sicher, sicher. da geht die Kamera auch aus dem Fokus raus. Ja, nichtsdestotrotz die Frage, willst du eine Tür in der Business Class haben oder willst du keine Tür in der Business Class haben? Also ich hätte schon gerne so eine Schiebetür. Ich finde das gut. Gut, das können wir ja auch mal so als Scheint ja auch Frage der des Trend Tages. zu sein, ne? Ja, ja. Also, weil die Türe, die trennt halt vom Gang und vor allem, wenn der Sitz genau am Gang ist und dein Ja, Privatbereich rechts ist, dann bist du quasi mit der einen Hälfte ja auf dem Gang und damit schützt du so dich ist halt an es. den Leuten, die vorbeikommen. Und auch beim Schlafen oder sowas, wenn man sich dreht, dann hat man nicht irgendwelche Körperteile, die im Gang raushängen, aus Versehen oder sowas. Ja, Ähm, Da hat man dann auch nochmal so ein bisschen Privacy. Aber auch hier könnt ihr nochmal die Frage beantworten, wollt ihr eine Türe haben oder sagt ihr, nee, Tür interessiert mich nicht, gerade in der Business Class, egal. Wobei ich natürlich auch schnippig sagen kann, wer keine Türe haben will, fliegt doch Premium Eco oder Economy, dann hast du sogar Körperkontakt. ja,
Also das wäre Ja. jetzt so meine provokative Antwort. Anna, wie findest Hm. du, wie findest du solche Flugzeuge? Und ich muss das wieder ähm, vorlesen. Pokémon EV-Jet NH. Wie findest Ja. du sowas? Ist das Kitsch as Kitsch can oder Ach, ich soll ich da weiß jetzt nicht. mein Nintendo rausholen und spielen? Also Pokémon oder Pokémon Go ist ja nun ein weltweites Phänomen, und dass man da einen Flieger mit einer wichtigen oder relativ bekannten Figur macht. Im Deutschen heißt sie übrigens Evoli und hat dann auch ganz viele verschiedene Entwicklungsstufen, dass man die da abbildet. Ich finde es eigentlich witzig. Also es ist ja so ein bisschen wie die Kollegen von Eva Air, die ja immer die Hello Kitty Flieger gehabt haben. Ich finde es eigentlich ganz nett. Also wir haben Star Wars Flieger, wir haben, wie gesagt, Hello Kitty, wir haben Pokémon Flieger, wir haben die wunderbar bemalten Seeschildkröten, da ja auch bei den A380 der Anna. Ich weiß nicht. Ich finde, das ist immer eine ganz witzige Idee. Du erinnerst dich, als wir nach Barcelona geflogen sind, als wir in Barcelona standen und zum Beispiel der Tim und Struppi-Flieger dort von Air Brüssels war, fand ich auch sehr lustig. Also ich finde es eigentlich nicht schlecht, wenn man da mal so den einen oder anderen Flieger halt mal ein bisschen brandet. Ja, also ich glaube, bei Pokémon ist das Problem, im Gegensatz zu dir, ich kenne die Pokémon nicht auswendig. Ja, Mich irritiert das, dass du die sogar kennst mit japanischen, englischen und deutschen Namen und auch in den Evolutionsstufen runterdeklinieren kannst, quasi wie den ja, Katechismus. der Mann ist Das, an, vielseitig interessiert. das möchte ich so jetzt gar nicht wissen. Vielen Dank für den Hinweis. Die andere Sache ist natürlich Trim und Stuppi. Tim und Struppi. Ähm, Trim, ja, Trim. Die haben natürlich Trim. bei mir eine andere Bedeutung, weil ich das irgendwie mal auch im Fernsehen, Ja, glaube ich, bei gesehen mir habe auch. oder auch die Dinger gelesen habe, weil Das es ist ja halt viele Bilder unser hatte. Ne? Kulturkreis, ne? Ja, den Unser Billijiki als Kulturkreis. solchen würde ich jetzt nicht als unseren Kulturkreis bezeichnen, nur weil wir Pommes essen, aber ähm, lass uns da jetzt nicht politisch unkorrekt werden. Der Nein. Holländer und der Belgier im Allgemeinen sind doch etwas anders, aber trotzdem näher an uns als der gemeine Asiate. Das ist wohl richtig. Also insofern, Ja, ja. ja. Wer auch näher an uns dran ist, das sind die Freunde von Condor. Da hat man Mhm. sich mal wieder geeinigt. Das hatten wir doch vor einem Jahr irgendwie, dass sie sich geeinigt hatten. Und jetzt haben die sich schon wieder Jetzt haben sie geeinigt. schon wieder geeinigt. Und man hat Tja, nichts davon gehört. Also das ist doch, also ja. was ist bei Lufthansa los? Ja, es scheint auch relativ lautlos zu gehen, und die Erhöhungen sind ja nicht schlecht, ne? Die Einmalzahlung 3.000 € und dann in mehrmals 5% plus, sollte die Inflation höher sein, nochmal irgendwie die Hälfte der Inflation nochmal drauf, der Inflationsrate, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, kurz und schmerzlos. Ich habe ja das Gefühl bei der Lufthansa, wobei das sicherlich nicht jetzt sozusagen an der Geschäftsleitung der Lufthansa liegt, sondern wahrscheinlich auch eher an den Gewerkschaften, weil die Lufthansa natürlich noch wesentlich größer ist als die Condor, dass man da immer auch so ein bisschen, naja, ich will es jetzt ein bisschen negativ mal sagen, ein bisschen Showgeschäft macht. Ne? Und die Condor das scheinbar irgendwie intern besser, schneller, geräuschloser hinbekommt, was ja nicht wirklich verkehrt ist, würde ich sagen. Ja, ich hatte gestern einen Kommentar unter der Sendung oder vorgestern, wo das gekommen ist. Und da hatte Freddy als Kurve des Westens natürlich Fachmann gesagt, die Condor verdient weniger als die Lufthansa. Deshalb ist das einfacher, aber nun gut, ich sag mal so, die Condor ist natürlich auch eine Fluggesellschaft, die aus der Krise rausgeflogen ist, die In der Tat. nicht das Tafelsilber verkauft hat, die ein grundsolides Produkt haben, die auch ihren Kernmarkt nicht verraten Ja, haben, so wie die Lufthansa das getan hat und tut, in meinen Augen. das ist in der Tat so, ja. Ich finde, die haben einen guten Fokus gesetzt auf die Modernisierung auch der Langstreckenflotte, haben sich da die Neos, A330 Neos unter den Nagel gerissen mit einer, finde ich,
für einen Ferienflieger durchaus sehr konkurrenzfähigen Business Class. Also im Grunde sind die auf keinem schlechten Wege. Also ich wünsche denen zumindest alles Gute. Ja, dann lass uns mal zu dem Kollegen Scott Kirby rüberschwenken. Das ist ja auch eine Geschichte. Du fliegst ja mit United Airlines Polaris Ja, und du bist jungfräulich quasi. Wie empfindest du das? Also ich habe gestern auch wieder, und da muss ich noch mal kurz auf YouTube gehen, da hatte ich gestern einen Kommentar bekommen, da war ich doch etwas irritiert, wenn ja, ich da ich weiß, ehrlich welchen du bin. meinst. Kannst du den zitieren? Ich muss den gerade suchen. Nee, Comments. müsste den auch suchen, aber ich erinnere mich noch dunkel. Ja, wo ist denn das jetzt hier? Ach ja, hier. Und wenn mal wieder bei der LH hunderte Flüge gestrichen werden, darf der Carsten Spohr nicht mit einem Privatjet fliegen. Also diese Aufregung, die nichts mit dem Hauptbetrieb der UA zu tun hat, ist natürlich absolut komisch. Mal abgesehen davon, dass der CEO und der United eventuell auch zu einem Drehkreuz seiner Airline musste. So oder so vollkommen Quatsch, sich darüber aufzuregen, zeigt aber auch die mangelnde Ahnung vieler aufgeregter Personen. Meine Antwort war, es ist und bleibt schlechter Stil. Wenn alles so top ist, dann kann er ja auch immer privat PJ fliegen. Heißt also auch, solange er selber bezahlt. Das erinnert mich an die Klimakleber, die nach Mexiko und nach Bali, glaube ich, geflogen sind, Ja, nachdem sie sich da auf dem Boden festgeklebt haben und erklärt haben, dass alles scheiße ist. Also ich finde es ehrlicherweise nicht okay. Ich habe das ja auch gesagt, man hätte vielleicht ganz einfach, ja, wenn er da nach Denver geflogen ist, dann hätte er einfach sagen sollen, hier, ich nehme 5 Leute mit, ich nehme meine Gold Guest List oder nee, wie heißt das bei denen, Global, also GS und Premier 1K oder wie die alle heißen, ja, ja, Premium lade ich 1K. mir, lade ich mir 5 Stück ein und mache den Private Jet voll. Dann hätten alle Ja, gesagt, das ist ein geiles Erlebnis, das ist ein geiler Typ und der hat die Zeit nochmal genutzt, um sich mit seinen Kunden auseinanderzusetzen und hat halt ja, seinen besten Kunden gezeigt, worum es geht. Abgesehen davon wird Carsten Spohr nicht mit Private Jet fliegen, weil der würde hier gekreuzigt werden, wenn er das tut. das würde ich auch so sehen. Gut, die Amerikaner sehen das natürlich in der Regel etwas lockerer, aber vom Grundsatz hast du natürlich nicht Unrecht. Ich beobachte jetzt seit einigen Tagen die Flüge, die ich machen werde, von Frankfurt nach Newark und von Newark nach Orlando. Insbesondere auch der Frankfurt-Flug ist in der letzten Woche einmal annulliert worden, hat herbe Verspätungen und der Flug von Newark nach Orlando ist gefühlt alle 2 Tage annulliert worden und ansonsten mit großer Verspätung. Ich weiß nicht, warum dann so ein CEO sozusagen nicht mal die eigene Medizin schlucken sollte, um mal zu sehen, wie viele zahlende Gäste, Feriengäste, Geschäftskunden äh, darunter zu leiden haben. Also natürlich, unterm Strich, wenn es wirklich ein wichtiges Meeting war und er muss dahin, klar, dann ist das ohne Frage einzusehen, allein formal einzusehen. Moralisch gesehen muss ich sagen, da gebe ich dir vollkommen recht, ist es eigentlich fast schon ein bisschen frech, ne? Wenn sozusagen der Chef der Fluggesellschaft sagt, ja, ob meine Flieger fliegen oder nicht, ist mir doch egal, ich nehme Privatjet. Schwierig. Ja, wobei da ging es ja wahrscheinlich um Privatvergnügen, weil wir ja jetzt den 4. Juli haben. Wie wir ja alle wissen, Demnächst. ist da. Ja, ja, wir haben ja heute den 3., ne? Haben wir heute den 3.? Nein, 2.? zwei. 2. Also übermorgen ist es soweit. Das heißt, also der hat verlängertes Wochenende, der Kollege. Und da kann ich mir nicht Wahrscheinlich. vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass er da noch einen Termin hatte, als er das gemacht hat. Also Nee, das ist in meinen Augen wirklich schwierig und da können uns Fluggesellschaften auch nichts über Ökologie erzählen und zu sagen, wir wollen so grün und so weiß werden. Da kriege ich eine Hasskappe und ich habe auch letztens eine Hasskappe wieder gekriegt mit Lufthansa. Lufthansa erklärt uns ja, wie grün sie sind. Tut mir leid, wenn ich da jetzt abschweife.
Bitte. Elisabetenquelle, die ist in Sichtweite vom Konzern gewesen, die Flaschen, die wir gekriegt haben, ja. Und jetzt gibt es dänisches Wasser. Und wer mir erklärt, dass 40 oder 50 Kilometer, oder wie weit die Elisabethen weg ist, ökologisch uncooler ist, als die dänische Plörre da erstmal durchs halbe Land zu karren, das erschließt sich mir nicht. Und das ist das Riesenproblem bei Fluggesellschaften, dass die immer auf der einen Seite irgendeinen Quatsch erzählen und auf der anderen Seite Dinge tun, die wirklich mit dem, was sie als ihre Corporate Message rausgeben, und ich möchte mit dem Regenbogen gar nicht anfangen, diametral zu dem steht, zu ihren Handlungen. Also das heißt, dass das, was sie da erklären, wenig mit dem zu tun hat, mit ihrem Handeln. Also das ist für mich echt zum Kotzen. Und das ist das Hauptproblem, was da ist. Aber ich möchte mich jetzt nicht aufregen. Ich nehme erstmal einen Schluck gutes finnisches Wasser. Ja. Genau. Kommen wir mal wieder alle ein bisschen runter, obwohl du natürlich vollkommen recht hast. Ich danke für den Applaus. Soll ich mir selber mal Applaus geben? Ich gucke mal, ob das klappt. Ja, ob mal Applaus. Mit selber applaudieren. Guck mal hier und dann hier. Da war's. Das ist aber mehr so ein Kindergeburtstagsapplaus, habe ich das Gefühl. So. Ja, es kommt doch schon besser. Oder willst du so ein Glockenspiel haben? Ah. Wir können auch Party nochmal machen. Das ist für dich, für den Kindergeburtstag vielleicht etwas besser. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja, das ist auch das Zeichen, dass wir uns jetzt euren Kommentaren widmen. 58 Stück haben wir. Da sagen wir doch einmal Hallo Roland, Grüße nach Rauris. Hallo Frank, Grüße nach Bremen. Dann gibt es einen Fernsehtipp vom Frank um 20.05 Uhr auf Welt. Ein Bericht über den A350, 58 Minuten lang. Das ist auch vielleicht ein versteckter Hinweis, dass wir nicht so lange machen sollen. Ja. Hallo Sven. Hallo die Frau Ahlert aus Berlin allerseits. Da machen wir das größer. Das war eigentlich nicht, was ich wollte, aber okay. Grüßt du auch deine Familie oder hast du Frau Ahlert schon diese Woche gesehen? Nein. Okay. Dann guten Nachmittag, noch 4 Stunden. Sven findet unser Opening geil. Ja, ich auch. John Fraser, Grüße nach Wien. Warte, ich kann das Opening kurz geben, warte. So, das muss reichen. Es ist alles in Reihe geschaltet, das geht nicht anders. Das ist sehr schön. Grüße nach Wien. Hallo Matthias, hallo Tore. Er sagt, Aerotelegraph die Testergebnisse nicht aus dem Social Media, dann ist es ziemlich sinnlos, was darauf zu geben. Also das heißt, wenn die aus dem Social Media sind, ja, aber gerade Social Media ist doch immer ungefiltert das, was die Leute denken. Also das finde ich jetzt ehrlicher als Skydrex. Ist so. Würde ich auch sehen. Dann hallo Ronald, hallo Stadtbär. So, dann Virgin Treibstoff ist super. Auch in Wien sind die Öffis schon vor 20 Jahren mit Frittenfett gefahren, wenn es dann noch gratis Fritten on Board dazu gibt. Es gab mal eine Fluggesellschaft, die hatte McDonald's. McDonald's. Airplane. So, das nannte sich McDonald's Airplane. Jetzt muss mal kurz gucken, ob wir das finden. Weil da gibt es dann so etwas. Genau, das war dieses hier. Warte, ich gucke mal, ob das Bild jetzt rüberkommt. Da sieht man das. Die McDonald's Maschine. Die hatten auch irgendwie McDonald's Produkte an Bord, aber nicht zu verwechseln mit diesen McDonald's hier. Der, warte, ich muss das ein bisschen größer machen. Der in der, was ist denn das, eine DC3 oder sowas? Kannst du das sehen, Mario? Nee, ich sehe das Bild ja nicht. Insofern kann ich dir nicht sagen. Das wäre mal was, da können sie auch von mir aus Frittenfett machen. Also für einen Big Mac würde ich Frittenfett sogar nehmen.
John Fraser hat auch noch einen kritischen Gedanken dazu. Biotreibstoffe beeinflussen allerdings die Lebensmittelpreise nach oben und es verhungern Menschen weltweit und wir nutzen Lebensmittel als Treibstoff. Krasse Sache. Da hat er recht. Da hat er recht. Das hatte ich ja vorhin gesagt, dass dann große Ackerflächen halt für den Treibstoffanbau genommen werden, die man natürlich auch für was anderes nehmen könnte. Indeed, indeed. Dann nochmal Grüße an Bernhard. Und zwar, schön, dass es dir gefallen hat, in Frankfurt. Das war echt eine lustige Sache. Frank schreibt, weiß man ja schon, wann die Alpha India Mike im November nach Manila fliegen wird? Habe ich keine Ahnung. Aber Jörg ist da und da müssen wir sagen, das passt dann zu seinem Terrain. In jedem Falle. Ronny hat schon vor Corona Flächendesinfektionstücher mit ins Flugzeug und Bahn mitgenommen. Ich werde das weiterhin so tun, so wie Einweg-Überziehhandschuhe, wenn ich aufs WC gehe. Und vielleicht auch ein Ganzkörperkondom. Vielleicht pinkelst du auch einfach nur in Becher. So. Ja, ich weiß nicht. Also das mit den Einweghandschuhen finde ich jetzt persönlich etwas übertrieben, solange man Schuhe hat. Und Jörg hat ja auch hier das Richtige gezeigt. Gibt das BGH-Urteil auch für Streiks? Gilt für alle Flüge, die annulliert worden sind. Und wenn der Streik, und ich bin ja kein Anwalt, deshalb zitiere ich nur, was Anwälte schreiben in solchen Fällen, wenn der Streik bei der Fluggesellschaft war, dann liegt das in der Verantwortung der Fluggesellschaft. Und damit wäre das wohl so möglich. Highlight der Woche, Allegris Stammtisch, da haben Sie was versäumt, Sie Mario, Sie. Ich habe was versäumt und ihr habt natürlich auch was versäumt. Mich. Nee, wir hatten alles gehabt, wir hatten sogar lecker Steak. Schau. Halbes Schwein auf dem Tisch gehabt für die einen, ich hatte ein halbes Rind. Sehr gut. Dann, wie wäre es mal ein Sonntag mit Special Guest Dr. Böse? Ja, Dr. Böse ist kamerascheu. Er möchte immer nicht, dass das Ganze dann länger abrufbar ist. Das ist immer das Problem mit Matthias. Hallo aus der U-Bahn. Grüße in die U-Bahn. Jo. Und Jörg schreibt A222, wenn Engel auf Reisen gehen. Dann kann er ja nur uns mit gemeint haben, als wir damals von Hannover nach Zürich geflogen sind. Das Obwohl ist das richtig. war. Ja, was will man machen? Freddy sagt, die Steigerung sind Menschen, die ohne Socken auf Toilette gehen. Das ist richtig. Da kriegst du nicht nur Fußball bis zum Hals, sondern bis zum Scheitel. In der Tat. Jörg hat jetzt schon Schmerzen. Und logischerweise an Bord, ja, das möchten wir gar nicht. Ist ja auch Kaffee, ist ja auch so ein leidiges Thema oder Tee, alles was halt nicht aus verschlossenen Flaschen kommt. Solange Boeing nicht eine 666 auf den Markt bringt. Wobei Finnair ist ja mit dem Flug AY666, das war Stockholm-Helsinki, glaube ich, den haben sie ja dann auch nicht mehr gemacht, warum auch immer. Da könnte man was erzählen. Hallo Guido. Dann haben wir nochmal einen Bericht aus dem Leben von Freddy. Letzte Woche erst eine Dame gehabt, die beim Boarding nach vorne kam und erzählte, dass sie ein Emergency hat, weil sie sich ein Spielzeug eben vorher eingeführt hat und jetzt nicht aufbekommt. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich fürchte, ich verstehe es, ich möchte es aber nicht dir erklären müssen. Letzte Woche erst eine Dame gehabt, die beim Boarding nach vorne kam und erzählte, dass sie ein Emergency hat, weil sie sich ein Spielzeug eben vorher eingeführt hat und jetzt nicht aufbekommt. Was für ein Spielzeug kann man sich einführen, wenn man es nicht aufbekommt? Wie gesagt, ich enthalte mich da eines jeden Kommentars. Das ist Nun ja ein gut. jugendfreier Sender. Wenn ihr da Ideen habt oder Frau Ahlert die Aufklärung geben kann, schreibt es unten in die Kommentarspalte rein. Bei Allegris kennst du nur die Antifaltencreme, korrekt? Richtig. Guido findet das unfassbar.
Ella könnte, wenn sie wollten, diese Option gab es definitiv. Sie wollen nur eine klare Klassenabtrennung. Genau, das ist das. Genau, Allegris oder Allegris. Guido fragt Gott sei Dank nach, was für ein Spielzeug. Jörg konkretisiert das Ganze mit Batterie-Freddy. Und Guido fragt wieder, ob das erlaubt ist. Und Freddy sagt, ein Lustspielzeug für Erwachsene. Freddy findet auch die Türe mega. Wegen der Batterie. Der Akku ist ja am Mann sozusagen. Ne? Und nicht im Handgepäck oder im Aufgabegepäck. Insofern ist das hoffentlich ist er nicht im Arsch. So, ja klar, bei Nordkoffer geht das auch, wird schon nicht brennen und falls doch, werden wir es unmittelbar mitbekommen. Ja, das ist richtig. Wir haben Fußballflieger, ja, das ist richtig. Die TUI-Flieger waren immer legendär, Haribo Deutsche Bahn. Ja, das stimmt. Haribo fand ich geil, aber da wurden ja keine Haribos ausgeteilt. Nee. Ich wäre mal für einen Fred- und Barney-Flieger, Donna Kiesel. Sven findet das gut. Die Asia-Flieger ist auch innen das Essen nach der Comicfigur gestaltet. Jedenfalls hatten VC und Verdi am Deal mit der Condor nichts zu meckern. Das ist richtig. Tut der Condor nicht weh, die Gehälter sind dennoch weit unter den Gehältern der LH. LH kann ich da groß keinen Vorwurf machen. Irgendwann ist einfach mal Schluss. VC möchte nur Macht. Weil LH-Kapitäne, die mal 5 Jahre zur DE ausgeliehen waren, sind auch dort geblieben, weil es dort einfach sehr angenehm ist. Nicht alles ist gut, aber das ist nirgendwo so. Das heißt also, Lufthansa-Kapitäne sind dann bei der Condor stecken geblieben. Oh, interessant. Naja, sorry, dann soll CS einen Zoom-Call machen. Genau mein Gedanke bei der LH, genau. Dann haben wir hier, das mit dem Wasser wäre die normalste und beste Reaktion von wegen grüner sein wollen. Das ist richtig. Hallo Sascha. Tore sagt, Mario hat in Frankfurt am Dienstag gefehlt, war echt ein klasse Stammtisch. Ja, hat er halt verpasst, ne? Bernhard stimmt dem natürlich zu und Tore sagt, Handschuh fürs WC ist schon spezieller, jedem das sein, aber Hände waschen und desinfizieren, dann ist schon eine gute Sache. Ja, also das mache ich auch. Und vor allem, wenn ich den Griff aufmache, nehme ich eine von den Einmalhandtüchern und mache mit dem Handtuch den Griff auf. Nur so als Randbemerkung. Mache ich übrigens überall so. Der Böse hat doch einen YouTube-Kanal. Von ihm gibt es doch ganz viele Videos auf YouTube. Das ist so, dass Mario sich deshalb verabschiedet hat, aber er kommt gleich wieder. Ja, ich weiß, aber Matthias ist halt scheu, ist Reh. Andere bestellen sich ein halbes Kilo Grillen, andere bestellen nur Salat. Das ist richtig, Tore. Oder halt eine Tapas-Platte in zu kurzen Hosen. John hat das aufgeklärt, worum es ging. Frau Ahlert war einfach nur dabei. Und dann die Frage natürlich, ob Freddy dabei helfen muss. Da kann er uns natürlich nochmal... Er kann uns ja auch die Auflösung geben, wie das Problem gelöst wurde. Ausknopf ist vielleicht defekt gewesen. Ja, vielleicht gab es nur an und aus. Ich gehe mit Schuhen auf die Toilette und habe keinen Emergency. Vielleicht hilft das, wenn man Schuhe trägt, dass man keinen Emergency hat. Ja, Freddy findet das alles amüsant und wir müssen jetzt irgendwie auf Mario, da ist er, verzichten, aber da kommt der Herr Hoffmeister wieder. Da ist er wieder out of focus. Aber zumindest können wir sein schemenhaftes Antlitz erahnen. Redet er auch mit uns? Herr Hoffmeister. Herr Hoffmeister. Herr Hoffmeister. Hier ist Radio Helsinki. Aber Herr Hoffmeister ist wieder da. So, jetzt ja. Jetzt hat er es wieder gemacht. Und jetzt sind wir wieder da. Ja, Mario, wir haben das Thema gelöst. Frau Ahlert hatte auch das Thema nochmal erklärt. Sehr schön. Und jetzt wissen wir, worum es geht. Ich bin glücklich. Das ist gut. Da bin ich ja beruhigt, dass du da das Glück und das Licht gefunden hast. So, dein Gegenüber hatte kurze Hose, genau, stimmt. Ich weiß jetzt gar nicht, worum es geht. Weiß ich auch ja, nicht. Ich weiß auch nicht.
Geht noch eine Frage. Kann ich einen in 2023 erworbenen FTL in 24 und 25 nach alten Regeln erneuern oder nach neuen? Ist es egal, ob 24 oder 25? Nee, den musst du, also wenn der Status in 2023 ausläuft, erflogen ist, gilt er bis 0226 und dann musst du dich in 25 mit den neuen Regeln requalifizieren. Ja. So ist das richtig. John Fraser möchte uns schon verlassen. Er wünscht uns allen eine gute Woche. Aber das ist wahrscheinlich jetzt auch die Zeit, wo wir zu dieser Sendung müssen, die um 20:05 Uhr beginnt. Ne? Ja. Ja, dann haben wir das durchgestanden. Ihr habt es durchgestanden. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und vor allem Kanalmitglied zu werden, damit ihr von den geilen Leistungen partizipiert. Die Kanalmitglieder, die in der First Class sind, die haben ja das Grillfest bei Mario mitgemacht und So ist Mario es. ist immer noch davon gezeichnet. Ich habe es leider nicht geschafft. Es war aber schön. Ja, war schön. Es war wunderbar. Ja, ich hoffe nicht, dass zu viel über Aviation geredet worden ist. Ne? Nein, auf jeden Fall nicht. Dafür war einfach viel zu viel Kobe-Rind da, was gegessen werden musste. Und da hatten wir dafür sowas keine Zeit. Ja, in dem Sinne halten wir es mit Frank. Hand, pink, waving, Hand, pink, waving, Hand, pink, waving, Hand, pink, waving, Hand, pink, waving. In dem Sinne danken wir und wünschen Ciao. schön mit Öl. Und pinke Hand ist waving. Tore fand's geil. Bis dann. Ciao. Ciao.